Lektion 1: Qualitätssicherung im Kundenservice. Ich habe darüber nachgedacht, wie wir eine gleichbleibende Qualität in unserem Kundenservice gewährleisten können. Das ist ein wichtiges Thema. Was schlagen Sie vor? Ich glaube, die Schulung unseres Kundendienst-TMs ist von entscheidender Bedeutung. Absolut. Wichtiges Training kann einen enormen Unterschied in der Leistung ausmachen. Wir sollten ein umfassendes Ausbildungsprogramm entwickeln. Verf- Es sollte Kommunikationstätigkeiten und Problemlösungstechniken umfassen. Das sind unerlässliche Fähigkeiten. Was sollten wir noch berücksichtigen? Vielleicht Rollenspiele, um reale Situationen zu üben. Tolle Idee. Das wird Ihnen helfen, sich besser vorbereitet zu fühlen. Und wir könnten Kundenfeedback-Sitzungen einbeziehen, um aus den Erfahrungen zu lernen. Das gefällt mir. Feedback kann zu Verbesserungen führen. Wir könnten auch eine kontinuierliche Weiterbildung in Betracht ziehen. Dadurch bleiben die Fähigkeiten auf dem neuesten Stand. Kontinuierliches Lernen ist der Schlüssel. Wir wollen, dass unser Team wächst. Ja, und wir sollten ihre Erfolge feiern. Erfolge gemeinsam zu feiern, steigert die Motivation. Zufriedene Mitarbeiter sorgen für zufriedene Kunden. Dem stimme ich voll und ganz zu. Vielleicht können wir ein Belohnungssystem einführen. Ein Belohnungssystem würde das Team zu Höchstleistungen motivieren. Welche Art von Belohnung halten Sie für am besten geeignet? Vielleicht Geschenkgutscheine oder zusätzliche freie Tage. Wer freut sich nicht über eine Auszeit? Das klingt perfekt. Es geht darum, Ihre harte Arbeit anzuerkennen. Wir können Teamarbeit auch durch Gruppenherausforderungen fördern. Verf Teamherausforderungen können die Zusammenarbeit fördern und den Teamgeist stärken. Ich bin begeistert von diesen Ideen. Sie könnten unseren Service grundlegend verändern. Tja, mit einem gut ausgebildeten Team können wir die Kundenerwartungen übertreffen. Lasst uns diese Ideen beim nächsten Treffen vorstellen. Lektion 2: Drogen verstehen. Ich habe gelernt, dass es zwei verschiedene Arten von Drogen gibt. Pfiffe, was sind das? Es gibt legale Drogen und es gibt illegale Drogen. Interessant. Welche Beispiele gibt es für legale Drogen? Zu den legalen Drogen gehören sowohl von Ärzten verschriebene Medikamente als auch rezeptfreie Arzneimittel. Das leuchtet ein. Und wie sieht es mit illegalen Drogen aus? Illegale Drogen sind Substanzen, die gesetzlich verboten sind, wie beispielsweise Kokain oder Heroin. Die können sehr gefährlich sein. Wie sieht es mit Marihuana aus? Ist es überall legal? Das ist unterschiedlich. An manchen Orten ist der Freizeitkonsum legal, an anderen nicht. Das ist ziemlich verwirrend. Gesetze scheinen sich ständig zu ändern. Ja, es ist wichtig, sich über die Gesetze in Ihrer Region auf dem Laufenden zu halten. Wie sieht es mit den Auswirkungen dieser Medikamente aus? Sind sie alle schädlich? Nicht alle legalen Medikamente sind schädlich. Viele können dazu beitragen, dass sich Menschen besser fühlen. Statt, aber sie können auch missbraucht werden. Genau.
Der Missbrauch legaler Drogen kann zu ernsthaften Problemen führen. Und illegale Drogen können verheerende Auswirkungen auf die Gesundheit haben. Genau. Es ist entscheidend, die damit verbundenen Risiken zu verstehen. Ich glaube, Bildung ist der Schlüssel. Je mehr wir wissen, desto bessere Entscheidungen können wir treffen. Absolut. Wissen versetzt uns in die Lage, fundierte Entscheidungen zu treffen. Was ist also unser Ziel bei dieser Aufgabe? Ich denke, wir sollten eine informative Präsentation über beide Arten von Medikamenten erstellen. Voll Idee. Wir können Statistiken, Auswirkungen und Präventionsmethoden einbeziehen. Ja, dadurch wird es umfassend und ansprechend. Wir sollten unbedingt betonen, wie wichtig es ist, bei Bedarf Hilfe zu suchen. Das ist unerlässlich. Es ist völlig in Ordnung, um Unterstützung zu bitten. Ich freue mich darauf, mit diesem Projekt zu beginnen. Ich auch. Gemeinsam können wir etwas bewegen. Lektion 3: Reisereflexionen. Die Fotos von unserer Reise sehen perfekt aus. Ich freue mich darauf, sie gemeinsam zu besprechen. Ja, jedes Bild weckt so schöne Erinnerungen. Wo wir gerade von Erinnerungen sprechen, die Reise war übrigens ein voller Erfolg. Vielen Dank. Ich hatte eine fantastische Zeit beim Erkunden neuer Orte. Du hast hervorragend geplant. Der Reiseplan war perfekt. Das freut mich. Ich habe versucht, Aktivitäten für alle anzubieten. Und es ist ihnen gelungen. Die Mischung aus Abenteuer und Entspannung war ideal. Das freut mich, dass Sie das auch so empfunden haben. Die Wanderung war für mich ein absolutes Highlight. Die Wanderung war wunderschön, aber ich hätte beinahe meinen Schuh im Schlamm verloren. Das war ein ganz besonderer Moment. Ich dachte schon, wir müssten es zurücklassen. Ich wäre bereit gewesen, das für die Aussicht zu opfern. Zum Glück hast du deinen Schuh gerettet. Die Aussicht war es aber wert. Pfiuh, dieser Sonnenuntergang war atemberaubend. Ich kann es immer noch nicht fassen, dass wir es gerade noch rechtzeitig bemerkt haben. Es war eine Thermleistung. Wir waren ein tolles Wanderduo. Wir sollten unbedingt mehr gemeinsame Reisen unternehmen. Da stimme ich zu. Lasst uns nächstes Mal ein anderes Land erkunden. Ja, ich träume schon von unserem nächsten Abenteuer. Und diesmal werde ich mit der Planung der Reiseroute beginnen. Oh, das wird interessant. Ich freue mich auf Ihre Ideen. Warte nur, bis du meine Liste siehst. Sie wird voller Überraschungen sein. Ich kann es kaum erwarten. Auf unsere zukünftigen Reisen. Lektion 4: Die Bedeutung von Sicherheitsstandards. Ich glaube, dieses Treffen hat deutlich gemacht, wie wichtig es ist, dass Regierungen Sicherheitsstandards festlegen. Hilf. Ohne Regulierung sind die Verbraucher gefährdet. Kein Unternehmen möchte seine Produkte zurückrufen oder sie unsicher machen. Das stimmt. Rückrufaktionen können kostspielig sein und dem Ruf eines Unternehmens schaden. Genau.
Es liegt in ihrem besten Interesse, Qualität und Sicherheit zu gewährleisten. Ich frage mich, wie viele Unternehmen tatsächlich der Sicherheit Vorrang vor dem Gewinn einräumen. Das ist unterschiedlich, aber diejenigen, die es schaffen, gewinnen oft das Vertrauen der Verbraucher. Vertrauen ist die Grundlage für langfristigen Erfolg. Kunden erinnern sich an Marken, denen ihre Kunden am Herzen liegen. Ja, ich finde, Verbraucher sollten Transparenz bei der Produktsicherheit fordern. Die Verbraucher haben das Recht zu wissen, was sie kaufen. Und die Regierungen müssen strenge Vorschriften durchsetzen, um die Öffentlichkeit zu schützen. Da stimme ich zu. Es geht um Verantwortlichkeit. Während des Treffens erwähnte jemand die Wichtigkeit regelmäßiger Inspektionen. Regelmäßige Inspektionen können helfen, Probleme zu erkennen, bevor sie sich verschlimmern. Genau, proaktive Maßnahmen sind immer besser als reaktiv. Ich schätze auch die Rolle der Bildung bei der Förderung des Sicherheitsbewusstseins. Ja, die Aufklärung von Unternehmen und Verbrauchern schafft ein sichereres Umfeld. Stellen Sie sich eine Welt vor, in der Sicherheit in jeder Branche oberste Priorität hat. Das wäre ideal. Jeder hat es verdient, sich bei der Verwendung von Produkten sicher zu fühlen. Ich glaube, das können wir mit den richtigen Strategien und Vorgehensweisen erreichen. Lasst uns für höhere Standards in unserer Gemeinschaft eintreten. Lektion 5: Rote Nämlichkeiten. Ja, wir haben ein Hallenbad, das unsere Gäste nutzen können. Das ist perfekt. Ich liebe die Idee, unabhängig vom Wetter schwimmen zu können. Genau. Wann hat das Schwimmbad geöffnet? Ich glaube, es ist von 7 bis 22 Uhr geöffnet. Das gibt uns genügend Zeit. Wunderbar. Ich kann mir schon vorstellen, wie ich mich nach einem langen Tag im Wasser entspanne. Und wir können vor dem Frühstück schwimmen gehen. Was für ein toller Start in den Tag. Da stimme ich zu. Ein morgendliches Bad klingt erfrischend. Glauben Sie, dass das Schwimmbad morgens überfüllt sein wird? Es könnte voll sein, aber wir können früh losfahren, um dem größten Andrang zu entgehen. Gute Idee. Ich werde mir einen Wecker stellen. Du wirst es nicht bereuen. Außerdem ist das frühe Morgenlicht wunderschön. Ich freue mich schon sehr darauf, Fotos am Pool zu machen. Verpasse nicht, den Moment festzuhalten. Ich werde dein sein. Darüber hoffentlich ist das Wasser warm genug zum angenehmen Schwimmen. Ich habe gehört, dass sie es auf der perfekten Temperatur halten. Kein Zittern. Das klingt wie Musik in meinen Ohren. Ich mag kein kaltes Wasser. Ich auch. Warmes Wasser macht das Schwimmen viel angenehmer. Sollen wir jetzt schon unsere Badeanzüge einpacken? Ja, lasst uns für unser Poolabenteuer gerüstet sein. Ich freue mich schon sehr darauf. Ein bisschen Wasserspaß ist genau das, was wir brauchen. Absolut. Auf ein optimales Aufenthaltserlebnis. Lektion 6: Hotelbuchungen. Ich habe einen besonderen Wunsch bezüglich meines Zimmers. Wie lautet Ihre Zimmernummer? Ich bin in Zimmer 305.
Ich hoffe, Ihnen gefällt Ihr Aufenthalt bisher. Ja, es ist herrlich. Der Ausblick aus meinem Fenster ist fantastisch. Das freut mich sehr. Was ist Ihr Wunsch? Ich möchte zusätzliche Handtücher und Kissen organisieren. Selbstverständlich. Ich kann das sofort für Sie veranlassen. Vielen Dank. Ich weiß Ihre Hilfe zu schätzen. Gibt es sonst noch etwas, das Sie während Ihres Aufenthalts benötigen? Vielleicht eine Empfehlung für ein gutes Restaurant in der Nähe. Ruf. Ein ausgezeichnetes italienisches Restaurant befindet sich nur einen Block entfernt. Das klingt perfekt. Ich liebe italienisches Essen. Sie werden nicht enttäuscht sein. Die Pasta ist köstlich. Ich muss es unbedingt ausprobieren. Habt ihr noch andere Vorschläge? Wenn Sie gerne Desserts essen, dann gibt es dort das beste Tiramisu der Stadt. Tiramisu? Jetzt bringst du mich aber in Versuchung. Ich habe noch nie jemanden getroffen, der einem guten Tiramisu widerstehen könnte. Das geht auf keinen Fall. Ich muss mir Platz für den Nachtisch aufheben. Bitte Wahlen. Kann ich Ihnen sonst noch irgendwie behilflich sein? Ich denke, das deckt fürs Erste alles ab. Wunderbar. Genießen Sie Ihren Aufenthalt und zögern Sie nicht, um Hilfe zu bitten. Vielen Dank. Ich fühle mich hier gut aufgehoben. Das ist unser Ziel. Wir möchten, dass sich jeder Gast wohlfühlt. Sie machen einen hervorragenden Job. Ich werde dieses Hotel meinen Freunden empfehlen. Lektion 7. Den Weg finden. Entschuldigen Sie, könnten Sie mir bitte helfen, die Bibliothek zu finden? Selbstverständlich. Es ist gleich um die Ecke. Ist das so? Das ist ja toll zu wissen. Tja, gehen Sie einfach geradeaus und Sie werden es auf der linken Seite sehen. Vielen Dank. Ich bin neu hier und muss mich erst noch mit dem Leihgut vertraut machen. Kein Problem. Das kennen wir alle. Sich zu verirren gehört einfach dazu. Ich danke Ihnen für Ihre Hilfe. Ich möchte meine erste Vorlesung nicht verpassen. Ich verstehe. Welchen Kurs besuchen Sie? Ich habe einen Literaturkurs. Ich möchte mir vorher ein paar Bücher besorgen. Das klingt spannend. Hast du einen Lieblingsautor? Ich lese sehr gerne Werke von Jane Austen. Ausgezeichnete Wahl. Ihre Charaktere sind so authentisch. Ja, ich liebe es, wie sie die Nuancen der Gesellschaft einfängt. In der Bibliothek finden Sie zahlreiche Bücher von ihr. Ich freue mich schon darauf. Wie lange bist du schon hier? Ich bin seit 2 Jahren hier. Dieser Campus fühlt sich mittlerweile wie mein Zuhause an. Das ist ermutigend. Hast du vielleicht Tipps für einen Neuling wie mich? Auf jeden Fall. Engagiere dich in Vereinen. Das ist eine tolle Möglichkeit, Leute kennenzulernen. Ich werde das berücksichtigen. Ich möchte meine Zeit hier bestmöglich nutzen. Und zögern Sie nicht, um Hilfe zu bitten. Alle sind freundlich.
Vielen Dank. Ich fühle mich jetzt viel wohler. Pfiff. Jetzt geh und such dir die Bibliothek. Du wirst sie lieben. Das werde ich. Vielen Dank für Ihre Freundlichkeit. Lektion 8. Kaffeepräferenzen. Trinken Sie Ihren Kaffee schwarz oder mit Milch? Ich bevorzuge nur einen Schuss Milch. Das verleiht dem Ganzen eine schöne Cremigkeit. Das klingt herrlich. Ich trinke meine normalerweise schwarz. Pfiffe. Du magst es wohl gerne stark. Ja, das tue ich. Ich genieße den vollen Geschmack ohne jegliche Ablenkung. Das kann ich nachvollziehen. Trinkst du es wegen des Kofferns oder wegen des Geschmacks? Ehrlich gesagt, ein bisschen von beidem. Der Geschmack ist wunderbar und das Koffern hilft mir, wach zu werden. Mir geht es genauso. Ohne meinen Morgenkaffee kann ich nicht funktionieren. Welche Kaffeesorte ist Ihr Favorit? Ich liebe einen guten Cappuccino. Der Schaum ist einfach unwiderstehlich. Cappuccinos sind toll. Ich genieße Espresso, wenn ich einen schnellen Energieschub brauche. Espresso ist intensiv. Er hat es in sich, selbst in einer winzigen Tasse. Genau. Manchmal brauche ich diesen zusätzlichen Anstoß, um den Tag zu überstehen. Und wie sieht es mit aromatisierten Kaffees aus? Gönnen Sie sich welche? Hin und wieder. Ein Vanilleatte ist ein schöner Genuss. Oh, das klingt köstlich. Ich könnte jetzt sofort eins davon essen. Vergessen wir nicht die saisonalen Aromen. Kürbisgewürz ist ein Klassiker. Da stimme ich zu. Es ist wie Herbst in einer Tasse. Haben Sie schon mal versucht, Kaffee zu Hause zuzubereiten? Da habe ich. Aber ich muss zugeben, dass ich den Besuch im Café oft vorziehe. Das Ambiente und der Duft steigern das Kaffeeerlebnis. Süß. Außerdem unterhalte ich mich gerne mit dem Barista. Apropos, sollen wir unseren Kaffee jetzt bestellen? Verf, lasst uns unsere Lieblingsgetränke genießen. Auf ein wunderbares Kaffeeerlebnis. Lektion 9. Das Leben der Cowboys. Wussten Sie, dass Cowboys bis zu $200 Lohn verdienen können? Pfiffe, das klingt nach einer ordentlichen Menge für den Zeitaufwand. Ja, aber es verschwand oft schnell wieder durch Alkohol, Frauen und Glücksspiel. Ach, der klassische Cowboy-Lebensstil. Die wussten ganz sicher, wie man sich amüsiert. In der Tat, ich kann mir vorstellen, wie Sie nach einem langen Vieltrieb feiern. Aber was ist mit ihren Pflichten? Haben sie denn gar kein Geld gespart? Das ist die Ironie. Sie arbeiteten hart, gaben aber oft alles in einer einzigen Nacht aus. Ich nehme an, der Nervenkitzel des Glücksspiels war zu verlockend. Und der Reiz des Salons. Er war ein gesellschaftlicher Treffpunkt für Sie. Ob sie ihre Entscheidung jemals bereut haben, frage ich mich. Ich vermute, einige taten es, aber die Aufregung des Augenblicks war schwer zu widerstehen. Es ist faszinierend, wie sich die Lebensstile seitdem verändert haben. Stimmt.
Heutzutage haben wir verschiedene Möglichkeiten, unser Geld auszugeben. Doch die Versuchung, ihr nachzugeben, bleibt allgegenwärtig. Ganz genau. Ob beim Einkaufen oder beim Essen gehen, wir alle genießen ab und zu eine kleine Belohnung. Apropos Genussmittel, wie gibst du dein Geld am liebsten aus? Ich probiere gerne neue Restaurants aus. Essen ist meine Schwäche. Essen ist ein Genuss, den man sich gönnen sollte. Ich liebe es, neue Küchen zu entdecken. Vielleicht sollten wir gemeinsam ein kulinarisches Abenteuer beginnen. Das klingt nach einem Plan. Wir können unsere eigenen schönen Erinnerungen schaffen. Versprich mir nur, dass wir nicht alles in einer Nacht ausgeben. Lektion 10: Die Faszination des Eishockeys. Ich habe kürzlich von einer neuen Hockeyliga gelesen. Ihre beiden Hauptziele waren die Schaffung einer Liga, die das unterhaltsamste Hockey in Nordamerika bietet. Das klingt faszinierend. Wie wollen Sie das erreichen? Ihr Ziel ist es, sich auf temporeiche Spiele und torreiche Partien zu konzentrieren. Das ist eine großartige Strategie. Die Fans lieben Spannung und Aktion. Genau. Sie planen außerdem, innovative Regeln einzuführen, um das Spiel interessant zu halten. Innovative Regeln. Zum Beispiel. Zum Beispiel könnten Sie eine Wurfvor einführen, um die Torchancen zu erhöhen. Verlore. Das könnte das Spiel wirklich beschleunigen. Ja, das würde die Teams dazu ermutigen, mehr Risiken einzugehen. Ich kann mir die spannenden Momente schon vorstellen. Was haben Sie sonst noch im Sinn? Sie möchten das Fanerlebnis sowohl in der Arena als auch zu Hause verbessern. Wie wollen Sie das bewerkstelligen? Sie erwägen Virtual Reality Erlebnisse, damit die Fans das Gefühl haben, selbst auf dem Eis zu stehen. Das klingt fantastisch. Stell dir vor, du schaust das Spiel aus der Perspektive des Spielers. Das wäre revolutionär. Die Fans würden sich stärker mit dem Geschehen verbunden fühlen. Ich hoffe, Sie haben Erfolg. Je unterhaltsamer das Eishockey, desto besser. Einverstanden. Beim Hockey sollte es immer um Spannung und Spaß gehen. Glauben Sie, dass sich die traditionellen Ligen anpassen werden, um mithalten zu können? Das könnten sie sogar müssen. Wettbewerb kann Innovationen vorantreiben. Das stimmt. Ein bisschen Konkurrenzkampf kann zu großen Verbesserungen führen. Hoffen wir das Beste. Ich bin gespannt, wie sich die Sache entwickelt. Lektion 11: Einkaufen und Mittagessen. Ich kann gar nicht glauben, wie viele Sonnenbrillen wir anprobiert haben. Ich weiß, aber es lohnt sich, das perfekte Paar zu finden. Genau. Ich fühle mich wie ein Star mit meiner neuen Sonnenbrille. Das stimmt. Sie stehen dir wirklich gut. Bist du jetzt bereit fürs Mittagessen? Absolut. Ich bin nach all dem Shoppen total ausgehungert. Worauf hast du Lust? Wie wär's mit ein paar leckeren Sandwiches? Das klingt perfekt. Ich hätte jetzt richtig Lust auf ein Club-Sandwich. Dann eben ein Club-Sandwich. Ich nehme die Variante mit Pute und Speck, bitte. Ich nehme die vegetarische Variante. Ich brauche mein Gemüse.
Gute Wahl. Ein bisschen Gesundheit hat noch niemandem geschadet. Und vielleicht können wir uns eine Portion Pommes teilen. Ja, teilen ist wichtig, besonders wenn es um Pommes geht. Ich liebe Pommes. Sie sind die perfekte Beilage zu jeder Mahlzeit. Vor allem mit einer guten Diepsauge. Bevorzugst du Ketchup oder Mayonnaise? Ketchup Wimmer. Das ist ein Klassiker. Ich bevorzuge Mayonnaise. Sie verleiht dem Ganzen eine cremige Note. Da können wir unterschiedlicher Meinung sein. Einverstanden. Aber wir können beide unsere Sandwiches genießen. Apropos Einkaufen, welche anderen Geschäfte möchten Sie später noch besuchen? Ich habe gehört, dass es in der Nähe eine fantastische Buchhandlung gibt. Da sollten wir mal vorbeischauen. Eine Buchhandlung. Da bin ich dabei. Ich liebe es, in neuen Büchern zu stöbern. Ich auch. Das ist eine tolle Art, einen Nachmittag zu verbringen. Nach dem Mittagessen können wir dorthin fahren. Perfekt. Lasst uns erst einmal unser Essen genießen. Lektion 12. Kulinarische Kreativität. Ich glaube, wir sollten uns auf die Zubereitungstechniken und die Garnierung unseres Gerichts konzentrieren. Das ist eine großartige Idee. Die richtigen Garnierungen können jedes Gericht aufwerten. Genau. Damit kann man ein einfaches Gericht wie ein Gourmetgericht aussehen lassen. Welche Art von Garnierung schwebt Ihnen vor? Vielleicht essbare Blüten für einen Farbtupfer? Sie können Eleganz verleihen. Essbare Blüten. Das gefällt mir sehr. Damit werden die Juroren ganz sicher beeindruckt sein. Wir können auch Microgreens verwenden. Sie haben einen köstlichen Geschmack und ein ansprechendes Aussehen. Microgreens sind perfekt. Sie sind im Trend und bringen Frische. Und wie sieht es mit der Präsentation aus? Wir sollten das Gericht kunstvoll anrichten. Düsseldorf. Ein ansprechend angerichteter Teller kann den entscheidenden Unterschied machen. Sollten wir auch unterschiedliche Texturen berücksichtigen? Pfeff, ein knuspriges Element würde einen schönen Kontrast bilden. Wie wäre es, wenn Sie noch ein paar geröstete Nüsse darüber streuen? Geröstete Nüsse würden für Knusprigkeit und Geschmack sorgen. Geniale Idee. Ich bin gespannt, wie sich alles zusammenfügt. Ja, unser Gericht wird fantastisch aussehen und schmecken. Und wir sollten unsere Anrichtetechniken vor dem Wettbewerb üben. Einverstanden. Übung macht den Meister, besonders in der kulinarischen Welt. Erinnerst du dich an das letzte Mal, als wir zusammen gekocht haben? Tja, beinahe hätten wir mit dem Flambieren die Küche in Brand gesetzt. Das war ja ein richtiges Abenteuer. Ich denke, wir haben uns seitdem verbessert. Auf jeden Fall. Diesmal werden wir alle mit unseren Fähigkeiten beeindrucken. Lasst uns an die Arbeit gehen und etwas Spektakuläres erschaffen. Lektion 13. Die Kaffeepause. Sollen wir uns auch noch einen Kaffee holen? Ja, es geht uns aus. Ich kann kaum noch die Augen offen halten. Kaffee ist für die Produktivität unerlässlich. Wie trinkst du deinen?
Ich esse es am liebsten mit einem Schuss Sahne. Dadurch wird es cremig. Ich trinke es gerne schwarz. Ich genieße den puren Geschmack. Schwarzer Kaffee. Du musst ein Kaffeepurist sein. Vielleicht. Aber ich genieße den Geschmack ohne Ablenkungen. Das bewundere ich. Ich brauche etwas Creme, um meinen Morgen aufzuhellen. Na gut. Was ist dein Lieblingskaffee? In der Straße gibt es ein nettes Café, das die besten Lattes serviert. Lattes sind köstlich. Ich genieße aber auch einen guten Cappuccino. Wir sollten dieses Café mal zusammen ausprobieren. Einverstanden. Ein Kaffeeklatsch klingt nach einer perfekten Auszeit. Was sollten wir Ihrer Meinung nach für unser Projekt bestellen? Vielleicht etwas Gebäck zum Kaffee? Gebäck wäre ein herrlicher Genuss. Ich liebe Schokoladencroissants. Schokoladencroissants sind himmlisch. Sie passen hervorragend zu Kaffee. Lasst uns verabreden, nach diesem Treffen noch Kaffee und Gebäck zu essen. Ja, das wird unsere Stimmung bei der Arbeit heben. Ich kann den Kaffee schon riechen. Er ruft meinen Namen. Lasst uns hier schnell fertig werden, damit wir uns etwas gönnen können. Lektion 14. Sorge für unseren Planeten. Der Schutz unseres Planeten ist so wichtig, besonders jetzt. Da stimme ich zu. Ich möchte auf jede erdenkliche Weise einen positiven Beitrag leisten. Das ist eine großartige Einstellung. Welche Ideen haben Sie im Sinn? Ich denke, wir sollten damit beginnen, den Plastikverbrauch zu reduzieren. Absolut. Plastikverschmutzung ist ein riesiges Problem. Die können wiederverwendbare Taschen und Behälter anstelle von Einwegplastik verwenden. Ja, ich habe meine wiederverwendbare Wasserflasche immer dabei. Das ist ein kluger Schachzug. Dadurch wird der Abfall deutlich reduziert. Wie wäre es mit Kompostierung? Das ist eine fantastische Möglichkeit, Lebensmittelreste zu verwerten. Eine großartige Idee. Kompostierung reichert den Boden an und reduziert den Müll auf Deponien. Außerdem trägt es dazu bei, dass unsere Gärten prächtig gedeihen. Ich liebe Gartenarbeit. Es ist eine wunderbare Möglichkeit, mit der Natur in Kontakt zu treten. Wo wir gerade von Natur sprechen, wir sollten einen Aufräumtag im Park organisieren. Das ist eine fantastische Idee. Viele Hände, schnelles Ende. Wir können Freunde und Familie einladen, sich uns anzuschließen. Und wir können lustige Aktivitäten gestalten, damit es Spaß macht. Vielleicht könnten wir anschließend als Belohnung ein Picknick machen. Perfekt. Ein sauberer Park und gutes Essen sind eine unschlagbare Kombination. Lasst uns die Botschaft verbreiten und andere dazu ermutigen, sich unserer Sache anzuschließen. Tja, je mehr Menschen sich beteiligen, desto größer ist die Wirkung, die wir erzielen können. Gemeinsam können wir positive Veränderungen in unserer Gemeinschaft anstoßen. Lektion 15. Ein historisches Projekt. Wussten Sie, dass Rockefeller sich nach seiner Idee bereit erklärte, dieses Projekt ab 1926 zu finanzieren? Tiffel, das ist ja faszinierend. Auf welches Projekt beziehen Sie sich?
Es handelte sich um die Restaurierung einiger alter Gebäude in der Stadt. Das, davon habe ich gehört. Welchen Zweck hatte die Restaurierung? Ziel war es, die historische Architektur zu erhalten und das kulturelle Erbe zu fördern. Das ist ein edles Anliegen. Alte Gebäude erzählen so wichtige Geschichten. Genau, sie verbinden uns mit unserer Vergangenheit und spiegeln unsere Geschichte wider. Ich liebe es, wie Architektur verschiedene Epochen und Stile repräsentieren kann. Ja, es ist wie eine Reise durch eine Zeitkapsel. Welche konkreten Gebäude wurden restauriert? Mehrere ikonische Bauwerke, darunter das alte Theater und die Bibliothek. Das Theater muss eine ganz besondere Atmosphäre haben. Ich kann mir die Aufführungen, die dort stattfanden, nur vorstellen. Das stimmt. In ihrer Blütezeit traten auf dieser Bühne einige berühmte Schauspieler auf. Jetzt habe ich Lust, mehr über seine Geschichte zu erfahren. Ich auch. Wir sollten die restaurierten Stätten gemeinsam besuchen. Das klingt nach einem tollen Abenteuer. Lernen kann Spaß machen. Und wir können Fotos machen, um unsere Reise zu dokumentieren. Tef, ich liebe es, Erinnerungen festzuhalten, besonders an wunderschönen Orten. Lasst uns einen Plan machen, um dieses Wochenende eines dieser Gebäude zu erkunden. Hilf. Ich freue mich darauf, die Geschichten dahinter zu entdecken. Ein Hoch auf die Geschichte und die Menschen, die sie bewahren. Lektion 16. Der Kampf um die Freiheit. Es ist erschreckend, von den brutalen Zuständen an manchen Orten zu erfahren. Ja, die Bedingungen für afrikanische Sklaven waren entsetzlich und unmenschlich. Trotz dieses Leids gelang es vielen, gegen die Plantagenbesitzer zu rebellieren. Das zeugt von ihrer Stärke und ihrem Mut. Absolut. Die Aufstände waren bedeutende Akte des Widerstands. Ich habe über die haitianische Revolution gelesen. Sie war einer der ersten erfolgreichen Aufstände. Ja, es hat viele andere auf der ganzen Welt inspiriert. Es ist unglaublich, wie diese mutigen Menschen für ihre Freiheit gekämpft haben. Die Folgen waren jedoch oft schwerwiegend für diejenigen, die es wagten, Widerstand zu leisten. Das stimmt. Viele wurden brutal bestraft oder sogar getötet. Es ist herzzerreißend, an die Opfer zu denken, die sie gebracht haben. Doch ihr Vermächtnis lebt fort und erinnert uns an die Bedeutung der Freiheit. Wir müssen ihren Kampf würdigen und uns weiterhin für Gerechtigkeit einsetzen. Ja, die Auseinandersetzung mit diesen historischen Ereignissen ist unerlässlich für das Verständnis unserer heutigen Welt. Wie können wir zu dieser Diskussion beitragen? Wir können unsere Erkenntnisse teilen und andere dazu anregen, diese Geschichte zu erforschen. Vielleicht könnten wir eine Diskussionsgruppe zu diesem Thema organisieren. Das klingt nach einer fantastischen Idee. Andere einzubeziehen ist für Veränderungen unerlässlich. Gemeinsam können wir dafür sorgen, dass diese Geschichten nicht in Vergessenheit geraten.